Hallo zusammen, ich bin wieder da. Ich bin Mizuki von Mizuki's Home. Dieses Video ist das erste Video nach der Geburt. Ja, mein Kind ist zur Welt gekommen. Heute möchte ich euch über meine Geburt in Deutschland erzählen. Dann, los geht's! Als erstes möchte ich euch danken, dass ihr nette Kommentare sowie Nachrichten bei YouTube und Instagram geschrieben habt. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ist meine Tochter zur Welt gekommen. Mein Kind ist ein Mädchen und sie ist am 23. Juni 2023 zur Welt gekommen. Nun erzähle ich euch Stück für Stück, wie meine Geburt in Deutschland war und wie meine Tochter heißt und so weiter. Mein voraussichtlicher Entbindungstermin war eigentlich am 30. Juni 2023, aber sie ist am 23. Juni geboren, also eine Woche früher. Es war, als ich in der 39. Schwangerschaftswoche war. Ich hatte bei St. Joseph Krankenhaus in Berlin meine Geburt. Ich hatte am 20. Juni beim Frauenarzt eine Untersuchung und dabei hatte ich erfahren, dass mein Gebärmutterhals schon 2-3 cm offen ist. Ich hatte damals beim CTG auch Senkbehen. CTG ist quasi ein Gerät, mit dem die Herzfrequenz vom Baby im Bauch und die Wehentätigkeit aufzeichnen kann. Am 23. Juni, ungefähr um 5 Uhr morgens, bin ich wegen des Schmerzens aufgewacht. Die Wehen sind spontan gekommen und sie kamen noch im Abstand von 10 Minuten. Um 10 Uhr habe ich mich entschieden, dass ich zum Krankenhaus fahre. Mein Mann ist auch zusammen zum Krankenhaus mitgefahren. Das war nicht ich. Es war gut, dass meine Wehen so früh morgens kamen, sonst müsste ich alleine zum Krankenhaus fahren. Als wir im Krankenhaus angekommen sind, habe ich als erstes CTG gemacht und mein Gebärmutterhals wurde kontrolliert. Mein Gebärmutterhals war schon 5-6 cm offen, allerdings waren die Wehen noch nicht so stark und der Abstand von Wehen war noch je 8 oder 10 Minuten, deswegen musste ich im Krankenhaus spazieren gehen. Bis 14 Uhr bin ich im Krankenhaus spazieren gegangen, Treppen hoch und runter gegangen und habe Squat gemacht. Es gab im Krankenhaus sogar eine Küche. In der Zwischenzeit habe ich ein Croissant gegessen und langsam konnte ich nicht mehr die Schmerzen dulden. Als ich zum Kreissaal zurückgegangen bin, konnte ich in ein Geburtszimmer reingehen. Dann habe ich nochmal CTG gemacht und mein Gebärmutterhals wurde kontrolliert. Mein Gebärmutterhals war schon 8 cm offen. Wenn ich aber auf dem Bett liege, habe ich gedacht, dass ich doch noch die Schmerzen dulden kann. Allerdings ist mein Körper wegen des Schmerzen, der Angst oder Kälte gezittert. In meinem Geburtszimmer gab es einen Bildschirm, aus dem die Wehentätigkeiten von mir und von anderen Frauen zeigen. Meine Wehen waren im Vergleich zu anderen Frauen noch schwach. Eine junge Hebamme und eine Auszubildende zur Hebamme
waren für meine Geburt zuständig und da ich damals noch meine Schmerzen töten konnte, habe ich erlaubt, dass die Auszubildende zur Hebamme meinen Gebärmutterhals prüft, damit sie etwas lernen kann. Ungefähr ab 15 Uhr hatte ich starke Schmerzen. Ich musste vorher zur Toilette gehen, aber Urin kam gar nicht raus. Ich hatte so ein Gefühl, als ob ich eine Blasenentzündung habe. Ich habe auch vor der Geburt viele Schreien von anderen Frauen gehört. Das hat mir einfach Angst gemacht. Es war besonders anstrengend, dass ich noch keine Kraft geben durfte. Man darf erst seine Kraft geben, wenn sein Gebärmutterhals 10 cm offen ist, und ich musste öfter versuchen zu pinkeln, aber mein Urin kam gar nicht raus. Irgendwann hat meine Hebamme meinen Gebärmutterhals geprüft und er war 10 cm offen, aber sie haben immer wieder versucht, dass ich erst Urin rauslasse. Urin kam gar nicht raus und meine Fruchtblase platzt auch nicht. Außerdem habe ich bei der Geburt wenig Deutsch verstanden. Ich war schon erschöpft und ich habe nicht gut verstanden, was meine Hebamme oder mein Mann gesagt haben. Obwohl ich so starke Schmerzen hatte, konnte ich allerdings noch etwas im Kopf nachdenken, aber auf Japanisch. Ich habe die ganze Zeit im Kopf so gedacht. もう二度と出産とかせえへんっていうかいつ終わんねん。みんな何話してるか分からへんし、日本語喋ってくれや。Ja, es war Japanisch mit Kansai-Dialekt und ja, nicht so höflich, aber ja, übersetzt, nie wieder die Geburt. Übrigens, wann ist die Geburt fertig? Ich verstehe kaum, was er redet. Sprecht doch auf Japanisch. Meine Hebamme hat dann meine Fruchtblase aufplatzen lassen, da sie nicht von alleine geplatzt ist. Ich habe mehrmals Kraft gegeben und ungefähr um 19 Uhr ist meine Tochter geboren. In den letzten 3 Wehen hatte ich andere Schmerzen beim Darm. Mein Darm ist bei der Geburt gerissen und zwar viel. Ich hatte irgendwie verbrannte Schmerzen beim Darm. Deswegen habe ich schon mal festgestellt, dass mein Darm bei der Geburt gerissen wurde. Ja, es ist schade, aber so ist das. Meine Tochter hat außerdem früh geweint. Als ihr Kopf rausgekommen ist und ihr Körper noch in meinem Körper drin ist, hat sie schon geweint. Ich habe ihr Schreien gehört, aber ich habe noch etwas in meinem Körper gespürt. Also ihr Körper war noch in mir. Mit der letzten Wehen kam ihr Körper komplett raus und ich konnte sie in den Arm tragen. Mein Mann hat dann die Nabelschnur geschnitten. Er sagte, die Nabelschnur war sehr fest wie Gummi. Meine Hebamme wollte noch meine Plazenta rausnehmen. Die haben die Nabelschnur gezogen, aber sie konnte nicht die Plazenta rausnehmen, weil meine Blase sehr voll war. Sie haben deswegen einen künstlichen Einmalkatheter gesetzt, damit sich meine Blase entleeren konnte. Danach haben sie die Plazenta rausgezogen. Sie haben uns die Plazenta gezeigt und erzählt, welche Seite am Gebärmutter war und so weiter. Es war sehr beeindruckend. Zum Schluss kam eine Ärztin, um meinen Darm zu nähen. Ich habe dabei eine Betäubung bekommen, deswegen hatte ich keine Schmerzen, aber ich habe das Nähen gespürt. Sie hat viel genäht, weil mein Darm viel gerissen wurde. Meine Tochter wurde in der Zwischenzeit kontrolliert
und wir konnten in ein Zimmer gehen, wo wir übernachten. Aber ich hatte Kreislaufprobleme. Mir war sehr schwindelig, deswegen konnte ich nicht selber gehen. Ich hatte diese Kreislaufprobleme für 2-3 Tage. Ja, das war meine Geburt in Deutschland. Ich wollte eigentlich PDA machen, aber ja, ich hatte keine Zeit für PDA. Und ja, meine Hebammen haben auch nicht gesagt und ich hatte auch keine Chance zu sagen, dass ich PDA machen möchte, weil mein Gebärmutterhals schon 18 Meter offen ist. Ich habe ein paar YouTube-Videos von Japanern in Japan gesehen, aber einige Sachen waren anders, was ich auf YouTube gesehen habe und selber erfahren habe. Aber meine Tochter ist sicher und gesund zur Welt gekommen. Das ist das Wichtigste. Übrigens, wir haben ein Familienzimmer bekommen, sogar Suite Room. Es gab nur ein Suite-Familienzimmer, deswegen haben wir das genommen. Ich wollte unbedingt ein Familienzimmer haben. Als nicht-deutsche Muttersprachlerin hatte ich ein sicheres Gefühl, als mein Mann dabei war. Außerdem hat mein Mann alles geholfen. Ich hatte außerdem 2-3 Tage Kreislaufprobleme, deswegen konnte ich nicht lange stehen. Selbst zur Toilette zu gehen, war es für mich sehr anstrengend. Wegen Essen abholen und so weiter hat mein Mann alles für mich getan. Apropos, das Essen im Krankenhaus war gar nicht besonders. Morgens und abends gab es eine Küche, ja, wie Brot, Käse, Schinken, Joghurt und so weiter, also kaltes Essen. Mittags gab es etwas Warmes, wie Pasta oder Reis, aber ich fand das Essen in einer Mensa von einer Uni war leckerer. Vom Freitag bis Montag waren wir im Krankenhaus, also 3 Nächte haben wir bei St. Joseph Krankenhaus in Berlin übernachtet. Ich habe bei der Geburt gedacht, dass ich nie wieder eine Geburt haben möchte, aber wenn ich meine Tochter sehe, denke ich, dass ich nochmal eine Geburt machen kann. Sie ist einfach so süß, dass man die Schmerzen der Geburt vergessen kann. Ich habe immer noch Schmerzen beim Darm und ich musste jeden Tag Ibuprofen nehmen. Zudem leide ich wegen der Geburt Hämorrhoiden. Ja, es ist ein bisschen peinlich, aber so ist das. Wegen der Geburt habe ich viele körperliche und geistliche Veränderungen. Die erste und zweite Woche waren für mich wirklich anstrengend, aber ich genieße jetzt das Leben mit meiner Tochter und natürlich mit meinem Mann. Nun möchte ich euch den Namen von meiner Tochter vorstellen. Sie heißt Mia. Mia ist seit ein paar Jahren ein sehr berühmter Name in Deutschland, deswegen habe ich anfangs nachgedacht, ob ich wirklich den Namen meiner Tochter gebe, aber Kanji von Mia haben uns sehr gefallen. Außerdem hat der Name von Mia auf Japanisch eine Bedeutung. Darüber erzähle ich aber in einem anderen Video. Da meine Tochter jetzt da ist, kann ich leider nicht so viele Videos produzieren. Bisher habe ich einmal die Woche am Freitag ein Video hochgeladen, aber ich kann ab jetzt nicht garantieren, wann ich meine Videos und Livestreams aufnehmen kann. Ich mache aber Stück für Stück meine Videos und Livestreams, also bitte bleibt dran. Wenn ich ein Mann wäre, könnte ich vielleicht noch mehr Videos aufnehmen. Als Mutter muss ich oft stillen und bei meiner Tochter da sein. Meine Videos werden also wie ein Vlog und Livestream, kann ich nur spontan machen. Es tut mir sehr leid für die Umstände, aber ich hoffe, dass ihr weiter meine Videos anschauen würdet. Ich werde euch wieder meine Updates mitteilen.
Lasst bitte also ein Abo da und gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen und mir freut sich auch sehr. Ich habe außerdem auch Instagram. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao! またね